28 Angler. Die Zeichen stehen auf Go, Alter. 9 Nationen. Oh, Mama Mia. 4 Finaltickets. Yes. 3 Zielfische. Oh mein Gott, ist das geil. Ein Finale an einem unbekannten Ort. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2025 wird präsentiert von Shimano. Closer to Nature, Closer to People. Hearty Rice, Feel the Difference. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 10. Episode und damit zugleich zur ersten Entscheidung im diesjährigen YPC Bank. Rund 4 Stunden vor Schluss ist völlig offen, welche 3 Angler aus Gruppe A den Sprung ins Halbfinale schaffen. Die besten Chancen hat aktuell David van Manen, ein gutes Upgrade, und der niederländische Newcomer wäre hier aller Wahrscheinlichkeit nach durch. Birger Domeyer sah nach Tag 1 schon fast wie der sichere Gruppensieger aus, tut sich mit dem Zander zur Fullcard bislang aber überraschend schwer. Roman Giacuzzo setzt nach 2 Hecht-Upgrades nun alles auf den noch fehlenden Barsch. Sollten beide ihren letzten vakanten Slot füllen, würde es für die Konkurrenz sehr schwer. Solange das aber nicht geschehen ist, bleiben Ton van Ham, Sami Mohib und auch Tim Kunst im Spiel. Für Markus Eule wiederum stellt sich die Lage düster dar. Manchmal aber reicht bekanntlich ein kleiner Funken oder auch ein durchgeglühter Glimmstängel, um den Weg auch aus der dunkelsten Nacht zu weisen. Mal schauen, was wird. Wir gehen rein und starten an einem wohl bekannten YPC-Schauplatz. Herzlich willkommen zur nächsten Folge YPC Bank 2025. Heute gehen wir das große Barsch einmal 1 durch. Ich glaube, ich werde hier so ziemlich alle Techniken fischen, die es gibt. Freeline, Dropshot, Twitchbait, Jiggen, Sea-Rig, alles. Es muss hier irgendwie ein Barsch rauskommen. Jetzt haben die da vorne einen Fisch, ich drehe ab. Oder? It's not a perch, I think. No, it's a pike. Okay. Ja gut, die da vorne haben gerade einen Hecht gefangen. Hier vorne ist so eine Krautkante, das ist ganz normal. Freut mich für die, braucht man nicht mehr. Jetzt Barsch, Abfahrt. Wie ihr ja wisst, habe ich in der letzten Episode den Zander nicht gefangen. Das ist ein bisschen sehr stressig für mich einfach nur. Ärgerlich ist es noch nicht, weil wenn ich ihn fange, ist die Welt in Ordnung. Aber ich habe jetzt noch 3,5 Stunden Zeit, um das zu regeln. Plan ist der gleiche. Wir sind immer noch an der Eisel und eigentlich gefallen mir die Bedingungen immer noch gut. Aber die Zander, die finden das irgendwie anders heute. Deswegen ist es zäh. Ich hatte 2 Bisse, aber nicht hängen geblieben. Ja, also ein Biss mehr wäre gut oder 2, dann wird der nächste auch mal hängen bleiben dann. Schauen wir mal. So, Männers, wir sind uns am nächsten Spot angekommen. Ein ganz kleiner See, glasklares Wasser. Da sind auf jeden Fall 8 große Hechte drin, wo wir selber wissen. Und jetzt hoffen wir halt wirklich, dass so ein Ding bei ist. Das wäre geil. Now we change to some perch spot. I think that's what we'll do for the rest of the day. Perch spot on a canal and hammer spot after spot. All right, guys, off we go. Oha! Oha! Jawohl! Spannung auf der Leine und da ist ein Fisch dran. Da ist wirklich ein Fisch dran. Oha! Den muss ich mal wieder anklagen. Ah, lecker! Oh, nice fish. I just casted it out just in the middle and waited and I felt, am I stuck to the bottom? No, it's a zander. It's a good zander. This is a 60 zander. Oh no, it's not. It's a 50 zander. I thought it was real big. Strange. Oh, it took that strange lure from Mike, my friend Mike Kommer made this. See, it's a 52. No joke, first cast.
Down there. Yes! Yes, 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 yes! Ich sag euch, wir haben hier kein einziges Mal Twitchbait trainiert. Ich dachte die ganze Zeit, die jagen da an der Spundwand. Twitchbait muss funktionieren. 41er Barsch, Leute. Yes! Boah, ey, die Gruppe ist so stark, aber ich hoffe wirklich, das reicht. Vielleicht kriegen wir noch 1, 2 größere hier rausgepoolt. Das wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Aber das ist ein Start nach Maß, ey. Ja! Ja, ja, ja! Was wird Louis jetzt sagen? Immer auf der anderen Seite zurücksetzen. Verpetzt mich nicht. Kleiner kann man nicht sagen. Aber der will auch schnell zurück. Oh yes. Ja. Geil, geil, geil. Ein Paukenschlag gleich zu Beginn. Mit dem Fisch zur Full Card schiebt Roman sich an allen vorbei und macht vor allem Birgers Lage immer prekärer. Na. Oh Gott, jetzt aber. Da war der Biss doch. Einfach auch mal hängen bleiben, bitte. Oh Gott. Hält dir das nicht aus. Komplett den Gummi weggeschlitzt hier. War das auch noch ein Hecht, hä? Oder? Oh nee, das war ein Zander. Kein schlechter, ey. Ich fange hier noch den Zander, ich sag's dir, ey. Das wird zwar mal wieder so ein letzter Drücker-Ding, aber es wird schon irgendwie klappen. Wird schon. Very, very big perch. Großer, großer Barsch. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber der ist direkt runtergezogen. Und der ist richtig am Pumpen. Ach du Scheiße. Oh, bitte schüttel dich nicht ab. Boah, ist das eine Kanone. Nein! No! Ich habe ihn verloren. Ja, das ist das Risiko an solchen Plätzen. Ich kann natürlich so einen Fisch auf gar keinen Fall liften. Deswegen muss ich hier diese Kletterarie machen. Da muss ich nächstes Mal vorsichtiger sein, aber die Fische sind da, die beißen. Ich habe den Code geknackt. Sofort weiter. So mäkelig, die Fische. Wollen nicht richtig. Also der Biss jetzt war saftig und das war jetzt das Problem. Weil ich zu faul war rumzulaufen, angel ich jetzt hier im Prinzip mit der Strömung und der hat den von vorne genommen. Siehst du auch an den Bissspuren, die sind alle am Kopf. Und dann hast du natürlich keinen Winkel zum Anschlagen. Der kriegt den vorwärts rein, der Fisch steht mit dem Kopf nach da und wenn du anschlägst, dann ziehst du ihn mit dem Köder. Im Prinzip ist eine völlig falsche Richtung alles, ne? Also auch der Haken zeigt in die falsche Richtung dann und das kannst du knicken. So fängst du halt keinen Zander, ne? Und man sieht auch, dass das ein Zander war. Also das hier, so tief, kann auch ein Hecht gewesen sein, aber hier ist noch so gerissen und da auch der hier. Das ist ganz typisch für Zander, stumpfe Zanderzähne, die hier so Gummi rausreißen, so Ecken. Hecht schlitzt alles, wenn dann. Also ja. Sie sagte, vorne am Kopf gepackt, ne? Eindeutig ein Zander und auch kein ganz, ganz kleiner. Also der wäre es dann schon mal gewesen. Bitter für Birger, aber wenn man's positiv fassen will, den Verfolgern bietet sich bislang nicht einmal die Gelegenheit zu fachmännischem Verknallen. Yeah guys, we arrive at the end of the spot. This part feels good. It's full of bait fish, so there must be some perch around. I cannot believe there is nothing. Maybe they're a bit more down right now. So I'll try a bit more in the middle. Let's go. Next bridge. Manas.
Hey, das gibt's doch nicht. Yes! Oh, oh. Huge one. Oh fuck. It's not behaving like a perch. And it's a giant perch. So, jetzt probieren wir mal das Ganze ein bisschen geordneter hinzukriegen. Boah, ach du Scheiße. Aber der hängt, glaube ich, gut. Yes! Ja! Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Alter. Wow. Der ist groß. Das ist doch mal ein Barsch, wie man ihn haben will. Alter Schwede. Richtig, richtig geil. Jetzt schauen wir mal, was der Kollege hier hat. So, we have a 46. 46 confirmed. Das hört man gerne. Oh, das hat man richtig gerne. Ich komme nicht klar. Hätte ich mir niemals erhofft, dass es mit dem Barschen jetzt doch so einfach ist. Und dann auch noch ein Glücksgriff mit dem Köder. Das ist wirklich perfekt. Ah, schön. Zurück damit. Den probieren wir mal ganz smooth hier unten rein zu buttern. Ah, geil. Besser kann so ein Tag doch wirklich nicht laufen, ey. Wenn ich jetzt noch einen 45 plus fange, dann gehe ich safe zurück, Hecht angeln und klopp da noch einen Meter raus. Ah, das ist so nice. Ach du Scheiße. Roman feiert zu Recht. Aber was passiert bei Sami? Okay guys, I don't know why, but the way in was easier than the way back. I don't feel it for the way back, so time to remove everything. Up, up. Okay, let's do it fast. No time to lose. Up. Easy to put on, easy to put off. Huh? Up. Light and easy. Up. Up. I hope it's not too deep, honestly, I hope it's not too deep. Oh, oh. Oh. Oh, that's fucking cold. Ah. Ah. Okay, I will need a hand for that. You get me? Okay, perfect, perfect, perfect. Ah. Yeah, it's done. Now let's go to the next spot. Okay, dann zurücklassen wir, wenn ich da auch wieder auf seine Nächte. Bevor die Eier auskühlen. So guys, the spot was not as I expected, but we'll deal with it. One's under, one perch in the morning. Not good, not bad. Anyway, now we'll continue to fish for perch. I think I have a good stretch for perch, so I will power fish it during the whole afternoon. And that would be the key for me if I have a tiny chance to get further. Power fish and eventually find some perch around. Let's go. We're here in the city, we're doing some urban fishing. First we're going to try to catch a big pike here with a soft bait. And after that we're going to a different water to try to catch some topwaters. So let's see if a big pike is lurking here.
how we do it from now on. Yes, we got it. We got it. Ah, der könnte 50 sein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Leute, zieht euch das rein. Ja, 50 hat er nicht, aber wieder so 46, 45. Schauen wir doch gleich mal. So. 44 approved? 44. Oh Freunde, ich komme nicht klar. Jetzt rasten die Viecher hier komplett aus. Aber wir bleiben safe noch eine Stunde, weil hier gibt es Fuffis, hier gibt es auch 52, 53, 54, gibt es alles. Das sind bockstarke Barsche, aber wir brauchen trotzdem noch mehr. Freunde, ist das geil, ey. Ich komme gar nicht mit. Der eine verlorene tut auch gar nicht mehr weh. Das ist einfach perfekt. Einfach perfekt, ey. Wenn ich einen Meterhecht fange, dann gehe ich schwimmen heute noch. Alter. Unfassbar. Wahnsinn! Die vormittäglichen Hechte sind nun allesamt durch Barsch-Upgrades ersetzt und es müsste nun wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn Roman hier nicht wie schon im letzten Jahr ins Halbfinale einzieht. Am anderen Ende der Tabelle wird inzwischen improvisiert. So, jetzt habe ich nämlich wieder genau was gemacht, was ich mal geschworen habe, dass ich im Turnier nie wieder mache. Ich fahre an ein Gewässer, das ich noch nicht kenne. Den Tümpel da, den Lauf haben wir eben gesehen, mit dem Auto drüber gefahren sind und gesagt, sieht hechtmäßig aus, halten wir mal an. Gucken wir uns an, alles blau. Und jetzt komme ich da vor und sehe schon solche Stehrauschen. Das weist also eher auf Bachi, wie auf Kanal. Gucken wir mal, gehen wir nun nach. Thanks, girl. I'm stuck on the other side. Yes, we got it. Now that we're here, let me make one cast in this corner. Dieser Köder bringt dich garantiert zum Hecht. Der Köfi Real Vibe. Voll lackiert, semi-transparent, ultra realistisch mit Folie eingearbeitet. Der Köder hat gleich mehrere tolle Features. Zu meinen absoluten Highlights gehören vor allem der kugelgelagerte BKK-Drilling, der deinen Aussteiger aufs Minimum reduziert. Hier vorne gibt es noch eine Öse, um einen Chica-Sinker einzuarbeiten, damit man den Köder auf maximale Tiefe bringen kann, wenn die Hechte dann auch mal etwas tiefer stehen. Und jeder Köder wird mit 2 verschiedenen Tails geliefert. So ist man am Wasser farblich noch etwas flexibler und kann auf die Bedürfnisse der Hechte eingehen. Einmal ganz simpel eingeleiert, läuft er schön in der S-Kurve oder mein absoluter Favorit im Stop and Go, quasi mit halben oder ganzen Kurbelumdrehungen, je nach Rolle, um ihn schön von links nach rechts ausbrechen zu lassen. Das Gute an dem Köder: mit 180 mm Länge hat er ein Gewicht von nur 53 Gramm und ist somit an jeder normalen Hechtspinnrute angelbar. Deswegen, es gibt keine Ausreden mehr. Schnappt euch den Real Vibe, ab ans Wasser und ab an die dicken Hechte. Das, liebe Leute, ist die neue Limited Japan Edition 2025. Hier drinnen findest du absolute Top-Köder der japanischen Edelschmieden, wie beispielsweise Megabass, Neuke, Duo und viele weitere. Für nur 84,99 € bekommst du diese streng limitierte Auflage mit einem Warenwert von knapp 150 € bei uns im Shop auf hechtundbarsch.de. Schnell sein lohnt sich, erfahrungsgemäß ist die Limited Japan Edition sehr schnell ausverkauft. Du interessierst dich für die gefischten Produkte aus dem YouTube Predator Cup
und möchtest sie im Angelladen in die Hand nehmen, dann mach dich auf zu deinem YPC Megastore. In Ibbenbüren an der A30 ist das Hermanns Angelhütte. Auf über 800 Quadratmetern Verkaufsfläche findest du ein Vollsortiment, das auch Produkte fürs Karpfen, Weißfisch, Forellen, Wels und Meeresangeln beinhaltet. Doch natürlich liegt der Fokus auf Raubfischartikeln. Neben Kunstködern auf über 120 laufenden Metern findest du hier Ruten und Rollen aller bekannten Hersteller. Damit du die YPC-Erfolgsprodukte besser identifizieren kannst, sind sie mit dem YPC-Logo für dich gekennzeichnet. Eine Übersicht über alle YPC Megastores findest du auf lmab.de/megastores. Borrow fish this whole canal and try to find some good fish. I'm fishing with crankbait, chatterbait, tube, small creatures. I have a bit of everything. I have it. That's how we do, guys. Not huge. 31, small perch of 31. Means there is some fish on the spot. Okay, I release it. I have to say, guys, I saw bigger ones here yesterday. So I hope I will manage to catch these bigger ones that I saw. Oh. How long was it? Bei Sami fängt's jetzt möglicherweise richtig an. Bei Roman scheint es dagegen gar nicht mehr aufzuhören. Hey. Big Barsch. Großer Barsch wieder. Ach du Scheiße. So, jetzt geht das große Turnen los. Oh ja. Das ist eine Keule, ey. Puh, den darf ich nicht verlieren, ey. Den darf ich wirklich nicht verlieren. Der könnte wirklich die 50 haben jetzt, diesmal wirklich. Ja, da ist er. Boom. Der wird auf jeden Fall den 41er upgraden, da bin ich mir schon sicher. Und alles, was ich jetzt upgrade, ist einfach nur noch sick. So, dann hauen wir mal schnell drauf. Oh, 45er Barsch, ey. Jawohl. So nice. Alright. Nicht der 41er Barsch, sondern ein 63er Zander wird ersetzt. Punktemäßig macht das aber so gut wie keinen Unterschied. Roman ist durch und kann sich nun aussuchen, wie er die verbleibende Zeit füllt. David bemüht sich derweil um technikspezifische Upgrades. So the plan now is to get some topwater. I have a nice frog here, put a nice blade on it and to get some extra attraction. And hopefully we can catch some pike here. I also will bring a perch rod for topwater perch. There tend to be 25 to up to 30 perch here, centimeters. So we'll try a small popper with that, if we will find them. Most of them are under the bridges, I believe. So yeah, that would be nice if we can get some topwater points. And the popper that I will be using is the Bantam Legan. A Legan has flash boost in it, so that little mirror of a spring-loaded foil that mimics, a fleeing bait fish or a bait fish that it's moving. Just gives that an extra attraction. It's really small, it's really nice, 6.6 centimeters, so perfect for perch and smaller pike. I have a little bit of polyniti wire on it, just a tiny bit, and the rest is nylon. Nylon doesn't sink like fluoro and helps it to, it's easier to pop it. And you can also do some stick bait with it, so walk the dog action.
This is the Poison Adrena. This type is 2 to 10 grams. It's the 266 light version. So really nice, nice setup. Really mobile, really agile. You can really put action in it. A nice Vanquish on it. C2500S. So a 2000 body with a 2500 spool and a shallow version. That's what we're using for the perch. Just a quick few casts around the sides. A lot of pike are just on the sides underneath the branches and grass. And if one follows, we will see immediately, so no need to complete every cast. This is the perfect habitat for pike here. I mean, you have every type of vegetation here. On the sides we have a lot of schilf, and in the middle there's yeah, how do you call it? Pompenbladen in Dutch. Well, you know what I mean. Zeerozen. Number one. That's good news. Close to 60, I think. Let's go quickly to the side. Mega tease. It's not touching. 60 centimeter. Super. Zander, 60 centimeter. Let's release him quickly and continue fishing. Bye bye. Don't tell your friends, please. And go out of that. Yes. All right, let's go. We need 2 more. And then a pike. I missed already a bite here. On to the next spot. This spot haven't given me any perches, so we are trying one more spot for the perch, and if that's nothing, we are going to try to catch one very big pike. So let's hope for the big perch. So Gary, there is some fish on the spot, but not what we want. There's a lot of mulets feeding just on the shore, big groups. There's also some bait fish, so I think some perch should stick around these structures. Seems quite logical. Ja, guck, Pike. Fehlbiss. Warten, bis er den Haken hat. Jetzt habe ich. Ah, Scheibenkleister. Oh, shit. You really have to wait till he takes it. Here, there he is. He is in the depth. He's still there. Still see him. He's turning. There he comes. He sees it. That's a perfect pike. 55, 60. Too bad. Ja. Schlechte Zeit ist man mit wenig zufrieden, gell? Besser wie nichts, sagt man. Schön gezoppelt, das Ding. Ja. Das ist alles, was man dann fängt, wenn man wieder mit so kleinen Kram angelt, ne? Hey, ich habe einen Fisch gefangen. Zwar den falschen, aber ich habe einen. Also, ich glaube, brauchen wir nicht messen, oder? Huch. Brauchen wir nicht. Inzwischen träume ich schon gar nicht mehr vom großen Hecht. Inzwischen träume ich überhaupt von irgendeinem Fisch. Nimm alles, was Schuppe hat. Sogar Rapfen. Yeah. That's a big one. That's a big one. That's a good one. Yes! Woo! That's a big 60. Ah.
Knew there had to be more. Wow, look at that. That's crazy. Nice sander. Look at that. Wow. Let's release him quickly. Let's go. Man spürt förmlich, wie der Titelverteidiger hier gerade neue Hoffnung schöpft. Der zweite gute Zander bringt Ton wieder dicht an die Qualifikationsränge heran. Sein Landsmann schien zwischenzeitlich auf einem ähnlichen Weg. Yeah, we continue cranking until we find some fish. There must be some around. So, shad, tube, chatterbait, and we pour our fish. Ende des Tages, Gummi liegt in Fetzen, kein Fisch, ne? Kescher ist noch trocken. Boah, das sind aber auch so Tage, du. Muss doch nicht sein, oder? Muss doch nicht immer alles so lange dauern hier. So. Es ist so ätzend. Warum denn auch? Oh Gott, ey. Muss das denn alles verwickeln? Kann nicht wahr sein hier. Ich habe das doch oben drauf gelegt. Wie kann das denn alles? Jetzt sind die Bisse hier auf Witchbait ja ausgeblieben. Wenn ich das länger mache, dann kommt irgendwann noch mal einer, aber ich will die auch nicht komplett verhämmern. Im Grunde ist es auch eigentlich schwachsinnig, hier noch weiter Barsch zu angeln, aber ich wüsste auch nicht, was ich gerade noch upgraden sollte. Ich werde gleich einfach noch mal Hecht angeln gehen und gucken, ob ich nicht irgendwie noch was ordentlich da rauszotteln kann. Jetzt gehe ich das Ganze hier noch mal finessiger an. Habe jetzt ein ganz leichtes Dropshot dran mit einem Mikroköder. Und wir haben hier im Training die Barsche vor allem auf Wurm gefangen. Deswegen habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass das auch jetzt funktioniert. Wo die halt von dem Twitchbait schon so ein bisschen verprellt sind. Aber sowas Finessiges vielleicht noch nehmen. Das schauen wir jetzt mal. So, also Jungs und Mädels, trotz Hechtwetter kriegen wir irgendwie Gehechte. Ich weiß auch nicht, jetzt fahren wir an ein Gewässer, wo wir kennen und wo wir uns eigentlich hundertprozentig sicher sind. Naja, hundertprozentig, hier wissen Sie beim Angeln 100%, sehr gut. Wo wir uns eigentlich ziemlich siegesicher sind, sagen wir so, dass wir wenigstens noch einen Hecht kriegen. Also, wie gesagt, für uns ist das Ganze eh gelaufen. Die anderen sacken sich wahrscheinlich wieder mit Fischen. Und wir fischen in Gewässer, wo wir noch nie geangelt haben. Alter. Ich bin gerade richtig irgendwie, keine Ahnung, Gefühle gehen hoch und runter. Jetzt werden wir mal sehen. Jetzt hoffen wir, dass wir vielleicht in einen Hecht kriegen, mal wissen, dass er dort steht. Ist weit die Autofahrt jetzt deswegen, aber dort haben wir dann auch gleich auch zwei Zanderspots in der Nähe. Wir kriegen den Tag schon rum mit Angeln auf jeden Fall. Davon bin ich überzeugt. My God! Slow rolling. Still wet, huh? Look. Yes! Oh, finally. Yeah. Yeah. 73. What is under? 73 centimeter
on a special technique. Slow rolling bulties 12 centimeter in a natural color. Slow rolling means slowly turning. Let's explain more about it and put her back. Yes! Woo! What a tough day. Und jetzt ist es passiert, was sich am Morgen wohl kaum jemand vorstellen konnte. Ton kommt zurück und plötzlich droht Birger trotz seiner unfassbaren Ausgangslage hier doch noch das Aus. Uns steht eine spannungsgeladene Schlussphase bevor. Vorher lauschen wir aber natürlich Tons angekündigter Technikerläuterung. This is the bait that brought the big sander. For me, I think a game changer. And this is a 2-gram jig head from us, a stand-up, on a 12.5 centimeter bulties in the color sparkling blue. It's slightly larger and I use it to slowly wind for bigger zander. Most of the time the bigger zander, they don't want an aggressive motion and they want something just above their head for the entire time. So I slow roll it above the bottom and then boom, what a bite. I have a mission impossible, let's go pike fishing. Fish on. Allez, come on. Hopla. Okay, not what I wanted, but full cut. Okay guys, small pike on the best chatterbait around, on the Razor Louis, made by the best Mexican guy around. Okay, it's quite tough, but I would say 65 because I have the half. No, let's put it legit because it's not fair. 64. Yeah, small pike of 64. I put it quickly back in the water because he was already out too long. Up. Yup. And he goes back. Yes. Full cut at least, not super big, but full cut. Better than nothing. Das in jedem Fall. Und damit mischt auch Sami wieder mit. Aktuell fehlen 25 Punkte. Durchaus machbar, falls es so weitergeht. Yo guys, so we are back. My points improved quite well, more than I expected in fact. I don't know if I'm in or not, of course. But now I'm back to the perch spot that was actually normally my zander spot. So I hope now one zander will be willing to bite. That would be good. Really what I need. So, Eul ist mit seinem Latein am Ende komplett. Jetzt fahren wir noch an den See da in der Nähe, 5 Minuten weg. Der hat Verbindung im Niederrhein. Und dann werden wir auch schon bald beim Feierabend sein, denke ich. Vielleicht steigt sie all die Hure. Weiß schon nicht. Ja. We need a big pike and we need it quick. So let's go. Oh, thank you God. Ich wechsle jetzt nochmal das Gewässer. Die Eisel hat jetzt auch ihre Chance gehabt, muss ich sagen. 6 Stunden gejiggt mit ein paar Anfassern, aber keinen Fisch. Das wird jetzt die nächsten 1,5 Stunden auch nicht besser. Deswegen versuche ich jetzt noch was ganz anderes. Haben wir zu einem trüben Kanal. Und ja, Hoffnung, dass da vielleicht ein Zander aktiv ist. Irgendwas muss man dann machen, man muss sich bewegen, irgendwas tun. So. Mein Gefühl nahm jetzt immer mehr ab an der Eisel, zumal die besten Spots habe ich dann auch durch. Danach kommen nur noch schlechtere. Wenn die besten schon nichts geben, die schlechteren werden dann auch nicht geiler. Deswegen, der Kanal, der muss es jetzt reißen. Er ist zumindest trüb. Jetzt kommt dann noch die Sonne raus, dann könnte das vielleicht was sein. Schauen wir mal. Guck, was für eine Welle. Ja, ja, echt hinterher. Da ist einer hinterher. Siehst du? Und jetzt hat er mich gesehen. I've got this thing during my study in Leeuwarden with my friends. We fished this, and one of my friends, Leo, was pulling this through the grachten, and
through the channels in the city, and everybody was like, huh? Is he petting his rat, or what is he doing? And he caught a big pike in the city, just like this. I hope this one pike is hungry. Yeah. Oh! Woo! Yes, our top father fish. There it is on the crazy rat. There he is on the rat. Wow, what fun. 2 pikes just in a few casts. Okay, we have to prove that it's long enough. 83, right? You see it? It's against the 83. It's a small pike, but okay, there she goes. Thank you, Pikey. Nice 80. Nice. Nice. After 2 hours of nothing. A nice fish. Just a few casts, 2 pike came after it. The sound that it's making, it has really loud rattle, really low key rattle. Yeah, that's the trigger. They just hate it. It's just aggression. Let's continue. This is so much fun. Oh, I haven't used this for 8 years or something. Oh man. Nice. Was für ein Biss, der sich auch noch doppelt lohnt. Neben den Topwater-Punkten verbessert David auch seinen Hechtscore um einige Zähler und knackt als Zweiter die 500-Punkte-Marke. Mittlerweile ist Birger angekommen und bereit für den letzten Tanz. Mehr oder weniger. Oh. Noch eine Stunde zu angeln. Was willst du in einer Stunde jetzt noch umreißen, wenn man keinen guten Spot an der Hand hat? Mit einem guten Spot ist in einer Stunde alles möglich, aber hier fühlt sich hier gar nicht gut an. Ja, jetzt kommt die zu kurze Trainingszeit zum Tragen. Das ist einfach so. Dann weiß man nicht, was gerade läuft, wo hat die Zander wie beißen. Hat keinen richtigen 100% Spot. Dann wird es schwierig. Aber das hier, du, ich weiß ja nicht, ey. 1 Meter Sichttiefe, ne? Das ist ja normalerweise trüb hier. Das gibt doch nichts. Da kann man doch keinen Zander fangen. So einen Barsch fangen kannst du jetzt hier, ja. Oh nee, jetzt muss ich mal Handy konsultieren. Was mache ich denn jetzt? Nochmal zur Eißel. Da einfach an die Einfahrt von dem Kanal hier. Ja, garantiert irgendwer angeln, aber was willst du machen? Jetzt brauchen wir einen Zauber. Irgendwie ein Grundstück müssen wir jetzt auftun. Also 3 Uhr. Einen Spot kann man noch fischen jetzt. Einmal wechseln und den fischen, das geht noch. Also wo kann man denn dicht parken und direkt einen Fisch fangen? Schreibt mal in die Kommentare, wo geht das? So, kleinen Hafen oder die Einfahrt von dem Kanal. Das ist jetzt die Entscheidung. Meine Spots sind jetzt durch. Also bis auf weitere Fahrten, das bringt uns nichts. So, der ist weit zu laufen. Wir nehmen die, scheißegal, jetzt nehmen wir die Einfahrt da oben nochmal und dann ist gut. Was haben wir da? Viertelstunde, auf geht's. Du wirst günstiger und du auch. Ich hab gespuckt. Ich glaube, jetzt wäre er völlig durch. Über 3000 Artikel direkt in unserer Sale-Kategorie bis zu 80% reduziert.
Der September Madness. Nur solange der Fahrer reibt und nur auf Hecht und Barsch steht. Lust auf einen 300-Euro-Gutschein? Es geht endlich los und du kannst richtig abräumen. Während wir nun fleißig den beliebtesten Adventskalender für Raubfischangler in ganz Europa packen, kannst du dir mit etwas Glück einen von 10 Gutscheinen im Wert von je 300 Euro on top bei uns im Shop sichern. Einfach noch bis zum 30.09. unseren Adventskalender vorbestellen und mit etwas Glück gewinnen. Natürlich nehmen auch alle, die bereits vorbestellt haben, automatisch am Gewinnspiel teil. Jetzt zugreifen, bevor du am Ende leer ausgehst und nur auf Hecht und Barsch stehst. So Jungs und Mädels, jetzt bin ich verzweifelt, jetzt nehme ich wieder alles mit. Jigrute, leichte Spinnrute, Hechtrute. Hab mir jetzt dafür so einen See, Verein See, noch eine Zusatzkarte gekauft. Für 24,50. Gut, das ist in Holland so einfach. Hat 5 Minuten gedauert. Jetzt marschiere ich davor. Das Ding ist verbunden mit dem Niederrhein, der See. Und da fische ich mal die Einfahrt ab. Gell? Da kann ja alles sein. Hecht, Barsch, Zander, irgendwas, was Schuppe hat. Ihr seht, Material haben wir genug. Probieren wir unser Bestes. Okay guys, so less than 1 hour left. And I have to say, even if I had some good fish, that was not crazy. So we end the day in a polder. Good pike would be good. And I know there's a few here, so we never know. So we have 45 minutes left. I think we're above 500 points now, so should be good, but I don't know what Roman and Toon will do. Sami, I don't know. Let's hope for one more top water. So we tried it. We have 30 minutes left. I have 1 Zander spot on 5 minutes driving. We need to walk 10 minutes to the car. Let's go. Das kannst du keinem erzählen, echt nicht. Alter, das kannst du keinem erzählen. Ja, und ein Zander, natürlich. Keine Hechtschlitze drin. Alter, kein kleiner Fisch, ne? Fuck doch nicht, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein, ey. Was ist denn heute? Ich kann noch sagen, geil, hier vorne liegt so Schrott drin, so Steine oder von der Wand Reste oder so, hängst du so ein bisschen drin beim, hier, guckst du, immer so rumpelt man über so Kanten drüber, baff, ging das. Vor allem, wie kann der denn so da drauf brezeln und nicht hängen? Wie geht sowas alles immer, ne? Echt mal. Um nichts in der Welt geht so ein Fisch verloren. Boah, nur an so einem Tag, da ja. Gott, oh Gott, oh Gott, das kannst du dir nicht ausdenken, die Scheiße, echt nicht. Ja, ich soll nicht so viel fluchen, ist gut, mach ich nicht. Will nichts sagen, ne? Aber das war das Ticket zum Halbfinale, du. Aber 100%ig. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ein wenig Zeit bleibt aber noch. So guys, last spot of the day. I'm a little bit in a rush. I have 30 minutes left to go and catch a perch or a zander. That is an upgrade. And I guess the smallest fish now on the card is a small, is a middle-sized pike of 74. So this is what we are going to try to improve. Let's go. Here we go.
Hechtangeln ist wieder angesagt. Und dafür muss natürlich erstmal hier der Kollege drauf, weil jetzt brauche ich auch mal für Hecht ein bisschen Karma. Ich brauche jetzt mindestens 90er Hecht. I don't know, I don't feel it. I have 30 minutes, I want to go somewhere. I trust. Das Drama spitzt sich zu. Für Sammy und Birger könnte sich das Blatt blitzschnell wenden. Es sei denn... Mamma mia! Wow! We have a perch! Oh my god! You gotta be kidding me! 40 plus perch! What a bite! It's completely wet. Measuring tape. Mega tease. Look at that. In the corner of the mouth. Now let's see how long she is. 46 approved. Whoa! Da-da-da-dun-da-da! Wow, 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 wow. Look at that. Jesus Christ. Oh my god. That's 20 points. Wow! 46 centimeters. Fantastic for me on the end of a very tough day. Let's release him quickly. Yes! This is unbelievable, guys. Unbelievable. We have 15 minutes left. Focus. We're gonna try and catch another one. Dieser Teufelskerl! Und sollte es so bleiben, hätte Ton sich das Halbfinalticket mittlerweile auch redlich verdient. Bei Birger dagegen geht nun wirklich alles schief. Genau 10 Minuten vor Schluss mir noch eine Bulette ans Ohr quatschen. Die nehmen mir den Rest von der Zeit jetzt von der Uhr. Aber ist dann halt so, ne? Ist echt noch 10 Minuten auf der Uhr, oder? Scheiße. Das war mein letzter Wurf, glaube ich. Ab jetzt, hi. Ab jetzt. Nehmen die Jungs mir den Rest von der Uhr. Hi. Nederlands? Deutsch. Deutsch. English also okay. Ja, meine Deutsch ist nicht so. Oh, wow, wait. Better than my Netherlands. Okay, perfect. You want to see my fist pass? Yes. Ja. Ja, das wird wohl die erste YPC-Folge von irgendjemand wäre ohne Fisch, Alter. Did you catch something? It's the wrong question for today. It's the wrong question? Yes, I am fishing a tournament and a tournament? And I lost a big fish 5 minutes ago there. Okay. And it was the fish for today. And you know what kind? It was a snook bass or Zander, yes. Okay. You have your ID as well? ID, no. It's in the car. In the car? It's not from your neighbor, I guess. No. No. Take it next time. Take it with you. The ID. Your ID. Also. Yeah. Okay. Then I can make sure it's not your neighbors. That's me. Okay. Yeah, that's you. Yeah. Nach nicht einmal im schlimmsten Albtraum hätte ich mal gedacht, dass ich wirklich gar nichts fange. Also dass ich nicht mal einen Biss kriege. Beim Pech habe ich es Sache, aber die Fische nicht mal Draht zu kriegen, gell? Das ist was ganz anderes. Ja, die sind ja immer nett. Stimmt, meinen Ausweis kann ich natürlich auch einpacken, ja. Macht Sinn. Also Fistpass mitnehmen und den Ausweis dazu, damit er auch weiß, ihr seid. Macht Sinn, muss ich sagen. Also, ja. Kann ich noch einen Wurf machen da vorne? Ich hab noch, oder? Die waren jetzt nett. 4 Minuten habe ich noch. Wir rennen noch zur anderen Buhne schnell, komm. My last cast for YPC. Maybe this year. Maybe we see each other again. We don't know. You do. But it was a pleasure to fish here.
I had so much fun. All these techniques, all these waters, driving 2,000 kilometers almost in the whole Netherlands, Las Piratenkast. And yeah, it was really fun. So thank you for watching, and yeah, maybe see you in the next episode. I don't know. Then let's call it a day. Oh, nee, du. Max, ich gebe Bier her. What a hassle today. What a hassle. That was tough. That was tough. Was ein Tag. Ich bin heftig zufrieden und ich glaube, da muss man gar nicht viele Worte zu verlieren. Das war einfach Sahne. So, Jungs und Mädels. Ich weiß nicht, ob ich was verdient habe, aber es hilft auf jeden Fall. Scheiße, das hätte ich echt in meine schlimmsten Albträume. Hätte ich noch so einen Montag. Mir kennt es jeden Tag so oft. Nicht, hätte man in meinen Albträumen. Und ich hätte es auch nicht beim schlimmsten Gegner gewünscht, alle. Ich heute Morgen einen Fuffi wetten dürfen, ne? Ob ich einen kleinen Zander fange oder nicht. Also, da hätte ich jetzt echt drauf getippt. Das gibt's doch nicht. 8 Stunden jiggen und ich krieg's nicht auf die Kette, so einen kleinen Zander zu fangen. Ja, aber so ist das manchmal. Oh, in a sense, I'm happy that I made the full cut finally today, but not really happy also because it's clear for me that I don't get further, and it's my fourth participation, and I've always been further, so I'm quite disappointed. We will see, but I believe Birger will go through, Roman, and then it will be between Toon and David. I think Toon will catch today. So yeah, I think I'm out. So geht's jedem Mal, glaube ich. Viele kennen das. Ist ein bisschen bitter. Die Nummer da auf der Spundwand umso schlimmer jetzt noch. Das ist Angeln, gell? Und deswegen lieben wir's. Jungs und Mädels, ihr habt's gesehen. Grandiose Fehlleistung von Mr. Waller. Vielleicht bleibe ich besser meine Schleimer. Naja. Unfortunately, the day hasn't gone how we planned it. We couldn't get perch, and the Zende and pike wasn't enough. Congratulations to the guys that did it better than me. And big thanks to Frap and Zetrix for trusting me into this competition. Maybe better next year. Although I still don't know if it will be enough in this super strong group, at least I'm satisfied myself. Apart from not catching big fish in the first day, I think we did good, and I'm really happy with the end result. Mein Gefühl sagt mir, das ist in der Gruppe so, kann man das nicht machen, das reicht nicht. Also ohne Fullcard schwierig. Aber ich muss schauen. Ihr wisst ja mehr, ich muss dann gleich gucken. Also, wir sehen uns gleich. Thanks for watching, guys. I gave the best. I hope you appreciated the show. Thanks to Fintrail, who sponsored me this year with good quality clothes during the whole event. And thank you for watching. Let's go back for the results. Hi everybody. Thank you for some good performances and good entertainment in Group A. Even though the conditions weren't super easy, there was still a big amount of points needed to make it to the next round. I will now announce the 3 anglers who go to the semi-finals. The winner of this group caught many fish last year, but did not have a very good average size. He could improve that a lot this year and ended up with more than 530 points. Congratulations to Roman Jacuzzo for winning the group. We have 2 new Dutch YPC faces in this group, and Rick broke the Dutch curse already last year. So David is the second Dutch angler to make it to the semi-finals. Congratulations. Also more than 500 points. So we still have Markus, Birger, Toon and Sami, who were the 4th favorites according to our community. But now 3 of them have to go home early. Markus had very bad luck on the first day and no bite on the second one. Toon and Sami had a tough first day and a better second one. And Birger had a fantastic first day and a very tough second. Birger needed only 1 zander to make it to the next round, but since he lost one in the last hour, the defending champion is still in the race. Congratulations, Toon. Yes.
Glückwunsch. Geil, Alter. Tja, Leute, wer vor Episode 9 eine 10-Euro-Dreierwette auf diesen Ausgang abgeschlossen hätte, könnte jetzt entspannt den nächsten Angelurlaub finanzieren. Gratulation an Roman und David, die hier am Ende souverän weiterkommen, und natürlich auch an die belgische Bestie, die damit zum 4. Mal in Folge ins Halbfinale einzieht. Birger auf der anderen Seite erlebt hier eine der wohl bittersten Vorrundenpleiten. Trotzdem hat es wie immer Spaß gemacht, ihm über die Schulter zu schauen. Wir verabschieden uns außerdem von Sami, der sich nach Tag 2 nichts vorwerfen muss, Tim, der ein insgesamt respektables Turnier gefischt hat, und von Markus Eule, der diesen YPC sicher schnell vergessen wollen wird, um dann im nächsten Jahr hoffentlich wieder anzugreifen. Bei Gruppe A machen wir also einen Haken dran. Nächste Woche startet dann Gruppe B in den 2. Turniertag. Dort in Führung liegt aktuell Nace-Newcomer Daniel Weyers vor Livingstons Frédéric Julien und Lure-Drop-Nachrücker Ino Taminga. Für Johannes Gasser von LMAB, Bullseye-Chef Markus von Oy, Fox Rage-Repräsentant Patrick Marable und René Meyer von Ganki ist aber längst noch nicht aller Tage Abend. Schaltet nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder ein. Ich verspreche euch, ganz ohne Drama wird man auch hier nicht auskommen. Ciao.